Einer der Aspekte, die mich an dieser Ausstellung besonders interessieren, sind jene Werke, die so grundsätzliche Fragen in der Bildhauerei ansprechen. Also wer trifft die Materialentscheidung, wer trifft die Formentscheidung? Und hier findet Angelika Loderer, finde ich, ganz überraschende Antworten. So etwas, was so ganz grundsätzlich eigentlich in der Hand der Künstlerin liegen würde, lagert sie aus, indem sie sich eben Räume bedient, die jetzt von nichtmenschlichen Lebewesen generiert wurden. Zum Beispiel eben Maulwurfgänge oder verlassene Spechthöhlen, die sie als Negativmodel für ihre Güsse benutzt. Und wenn man das eine Ebene höher bringt, spricht sie dadurch nicht nur sowas wie Fragen nach Autorinnenschaft an, sondern ganz grundsätzlich, wie viel Raum nimmt sich eigentlich der Mensch heraus? Wie viel Verfügungsgewalt beansprucht er über den Lebensraum Erde hier im Konkreten, weil es ja um den Boden geht? Also Stichwort wäre natürlich sowas wie Anthropozän, also dieses menschliche Handeln, das so grundlegende Veränderungen der Erde zur Folge hat. Und in dem Moment, wo Angelika Loderer so ein Miteinander der Kreaturen anhand ihrer Plastiken und Skulpturen vorschlägt, sie eigentlich auch eine Alternative zu diesem Anthropozän anbietet. Also statt der Vormachtstellung des Menschen vielleicht sowas wie ein posthumanistisches Miteinander der Kreaturen stehen könnte.